Hallo, in diesem Video werde ich in 4 Sprachen sprechen, auf Deutsch, auf Englisch, auf Italienisch und auf Russisch. Aber ich möchte ein bisschen erzählen, wie habe ich meine Sprachen gelernt, warum, welche Schwierigkeiten hatte ich und was sie machen mir diese Sprachen fühlen. Okay, zuerst erzähle ich eine Geschichte von italienischer Sprache. Als ich 28 Jahre alt war, habe ich entschieden, diese Sprache zu lernen. Ich habe für 10 Monate allein im Geheimnis gelernt. Ich habe niemandem erzählt, dass ich diese Sprache lerne. Und nach 500 Stunden und 120 Unterrichtsstunden mit Lehrern und Lehrerinnen von Süd- und Norditalien konnte ich ganz fließend sprechen und hat alle meine Kollegen erzählt, dass ich italienische Sprache kenne. Und sie waren überrascht und schockiert auch. Und dann haben meine Verhältnisse mit ihnen geändert. Und jetzt ich fühle mich in meiner Firma sehr wohl und ich mag meine Arbeit viel besser als früher. Okay, in English I would like to speak a little bit about Russian. Okay, Russian is my mother tongue, so I had no other choice but to learn it. And I learned this language the most natural way. It was just a lot of listening in the beginning, then trying to speak, then reading and writing. But unfortunately, with the Russian language, I do not feel the beauty of it because it's my mother tongue, and I'm not a specialist in linguistics, or I'm not a teacher, so I don't have this deep understanding of how it works. It all comes automatic, and of course the foreigners can feel much better the beauty of Russian. So I don't think I can really say that emotionally it brings me something, Russian language. Ok, in italiano spiego come ho imparato il tedesco. Tedesco ho iniziato ad imparare 20 mesi fa perché volevo avere più possibilità che in campo lavorativo sia in generale per poter capire meglio tedeschi e austriaci, anche perché la Russia e la Germania sono molto legati, no? Positivamente e negativamente adesso e anche nei secoli precedenti. Sì, il tedesco è la prima lingua che stavo imparando utilizzando approccio naturale, quindi ascoltando e leggendo tantissimo, senza studiare la grammatica, senza tanti tentativi, no, per esprimermi a voce, per parlare, avere lezioni con insegnanti. Poco a poco anche inizio a parlare meglio, ma non investo tantissimo tempo in questo, anche perché mi sento abbastanza bene avendo la possibilità di leggere e capire tutta la lingua parlata. La lingua mi piace molto, anche perché è molto diversa dall'italiano e per i russi è molto difficile perché non ci sono scorciatoie, non ci sono le cose che aiutano
l'apprendimento ci sono solo ostacoli e questa è una sfida e affrontarla ogni giorno, sì, mi dà la soddisfazione. Sì, mi piace molto. По-русски коротенечко пишу, как учил английский язык. Английский учил в специализированной школе в моем городе. Повезло с учителями, особенно последние 3 года. То есть там был упор в школе на разговорную речь, на чтение, на аудирование. Было меньше грамматики, и это все позволило уровень поднять. Потому что уроки в развлекательном режиме проходили. Также был 2 раза в США, суммарно 7 месяцев, подтянул там свой уровень значительно. И после этого несколько лет тоже смотрел много сериалов, сначала с субтитрами по-русски, субтитры по-английски, и, наконец, без субтитров, то есть проблемы исчезли. И по этой причине, из-за большого количества часов, затраченных на английский язык, он не вызывает таких эмоций, как итальянский или немецкий. Okay, am Ende, ich möchte auch ein bisschen auf Deutsch erzählen, wie ich Italienisch gelernt habe. Mit Italienisch habe ich die Strategie von Benny, the Irish Polyglot, genutzt. Und er sagt immer, okay, man muss von der ersten Tag sprechen, ja, nichts anderes versuchen zu sprechen. Und das habe ich gemacht und ich war froh und glücklich auch mit Italienisch zu ja, das zu machen, weil mit anderer Sprache, wie deutsche Sprache, das funktioniert nicht. Es ist zu schwierig, schnell zu sprechen oder vom ersten Tag zu sprechen. Deswegen habe ich meine Strategie mit deutscher Sprache geändert. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte und danke fürs Zuschauen und tschüss.